very nice to have this meeting. Sehr schön, dass wir dieses Treffen haben können. Ja, John David, vielen Dank. Ja, es ist schön, dich wieder interviewen zu können. Thank you. It's very nice to be able to interview you again. Wir haben ein Thema, und zwar Gemeinschaft als spiritueller Prozess. Prozess oder Praxis? Praxis, ja, ich sage es nochmal. Also Leben in einer Gemeinschaft als spirituelle Praxis. So we have a topic, living in a community as a spiritual praxis. Right. Yeah, I think this is, for me, it's a very interesting topic, actually. Also für mich ist das ein sehr interessantes Thema. And I can say that the importance of this topic has taken about 15 years to kind of appear why it's very important. Und ich kann sagen, dass die Wichtigkeit, die Bedeutung dieses Themas, dass das 15 Jahre lang gedauert hat, wirklich in der Tiefe zu verstehen, die Bedeutung davon. And I would, if I can start, I would like a little introduction. Is that okay? Ja, danke, schön. Yes, please, go ahead. Also So, ich mache jetzt eine kleine Einführung. So yesterday, I got an email from an English woman, 40 years old. Gestern bekam ich eine E-Mail von einer englischen Frau, die ist So she had spent many years with Mooji. Sie hatte viele Jahre mit Mooji verbracht. And she'd had a couple of big Satori openings. Und sie hatte verschiedene Satori-Öffnungen. But after these openings, she discovered that she had an addiction to food and an addiction to sex. Aber nach diesen Öffnungen hat sie gesehen, dass sie eine Abhängigkeit hat, einmal zum Essen und einmal zu Sex. And suddenly her life kind of, how can I say, it kind of bombed. Her life kind of bombed. Und das Leben ist plötzlich so zusammengefallen, zusammengecrashed. So from the beauty of her Satoris, also die Schönheit des Satoris, she became kind of caught up in a kind of mud of her addictions. Das hat verursacht, dass sie plötzlich sich völlig in dem Sumpf ihrer Abhängigkeiten verwickelt hat. And she told me that for years now she's been rushing to so many teachers to try to come again into that experience she had with Mooji. Und sie hat mir erzählt, dass sie ganz viele Jahre in der letzten Zeit zu verschiedenen Lehrern gegangen ist, um eben diesen Zustand, den sie bei Mooji erreicht hatte, wiederzuerlangen. And my strong sense, I'm going to talk to her this afternoon, but my strong sense is what she needs is to live for some time in a community. Ich werde mit ihr heute Nachmittag sprechen, aber mein Gefühl ist, dass was sie braucht, ist, dass sie für einige Zeit in einer spirituellen Gemeinschaft leben. And of course, I would say, why don't you come to my community? Und da würde ich ihr natürlich sagen, warum kommst du hier nicht zu meiner Gemeinschaft? But it doesn't have to be my community. Aber es muss natürlich nicht meine Gemeinschaft sein. But it has to be a community which has a living teacher. Aber es muss eine Gemeinschaft sein, die einen lebenden Lehrer hat. So that's one small introduction. Das ist eine kleine Einführung. And also yesterday, so these are almost preparing me for this talk today. Und auch gestern, das hat mich hier auch auf diesen Talk heute vorbereitet. In our community, we have a young Swiss man who's been living here for about 6 months. Wir haben hier in unserer Gemeinschaft einen jungen Schweizer, der lebt seit einem halben Jahr hier. We call him Nataraj. Der heißt Nataraj. Rather innocent. Ein ziemlich unbedarfter junger Mann. Sometimes he seems a bit sleepy or a bit slow. Manchmal hat man das Gefühl, er ist etwas schläfrig oder etwas langsam. He's a very good drummer in our band. Er ist ein guter Perkussionist in unserer Band. So he sent me this email yesterday. Der hat mir gestern diese E-Mail geschickt. Good morning. Guten Morgen. 2 days ago, I had a glimpse of truth. Vor 2 Tagen hatte ich einen Einblick in die Wahrheit. I was with Govinda on the way to bring our parrot to the doctor.
Ich bin mit Govinda zu unserem Tierarzt gefahren, mit unserem Papageien. And all of a sudden, I was everything. Und plötzlich war ich alles. It was the car Ich war das Auto, that was driving, das fuhr, and the whole picture I was seeing. und ich sah das ganze Bild. Then, when I got out of the car Als ich aus dem Auto stieg, for a moment, für einen Augenblick, I was one with everything. war ich eins mit allem. And it was clear to me Und mir wurde klar, that I never existed and will never die. dass ich nie existiert habe und niemals sterben werde. After that, I was full of joy and love for 1 or 2 hours. Danach war ich voller Freude für ungefähr 1 oder 2 Stunden, Until Govinda started talking about sex. bis Govinda anfing, über Sex zu sprechen. Then I lost it. Da habe ich es verloren. So this is, for me, a very lovely email for me as a teacher to get this kind of email. Für mich als Lehrer ist das natürlich wunderschön, solche E-Mails zu bekommen. Because somehow in this very short email, you can kind of feel the essence of the spiritual life. Weil in dieser kurzen E-Mail kann man die Essenz des spirituellen Lebens fühlen. You know, we get it Da ist es and lose it. und dann ist es wieder weg. And we don't really quite understand why that's happening. Und wir verstehen nicht wirklich, warum das geschieht. So, you know, with the story of this English lady, it seems that for years she was stumbling around the world trying to find the teacher who might give her the kind of secret teaching and she could come back into that beautiful space. Also die Geschichte von dieser englischen Frau, die ist über Jahre jetzt durch die Weltgeschichte gereist, zu einem zum anderen Lehrer, in der Hoffnung, dass sie den Lehrer trifft, der sie wieder zurück in diesen Zustand bringen kann. But of course, what she was searching for Aber natürlich, was sie sucht, was her own essence, ist ihre eigene Essenz, which she never lost. die sie niemals verloren hat. But she thought she lost it. Aber sie dachte, sie hätte sie verloren. And she lost it because she didn't understand why these strong addictions started to dominate her life. Und sie hat es verloren, weil sie nicht verstanden hat, dass plötzlich diese starken Abhängigkeiten angefangen haben, ihr Leben zu dominieren. And in my opinion, you can't really understand that just by going to spiritual meetings or reading spiritual books. Und ich glaube, man kann das nie wirklich verstehen, wenn man einfach nur zu spirituellen Treffen geht oder spirituelle Bücher liest. You can only really understand that when you're really living it day by day. Man kann das nur wirklich verstehen, wenn man es Tag für Tag tatsächlich lebt. So as you know, I live in a community now for about 16 years with about 20 people. Seit 16 Jahren lebe ich jetzt in einer Gemeinschaft mit ungefähr 20 Menschen. Some of them have lived with me for almost the whole of those 16 years. Einige haben mit mir fast diese ganzen 16 Jahre zusammengelebt. And like this Swiss man, some people have only been here for a short time. Oder wie dieser Schweizer, sind manche Leute erst seit kurzer Zeit hier. But what I would say to that English woman, I in fact will tell her that this afternoon. Aber was ich dieser englischen Frau sagen möchte, what happened to you was absolutely perfect. was dir geschehen ist, das war perfekt. You came into this very beautiful space, very deep space, where you were one with God. Du bist in diesen tiefen Raum gekommen, wo du eins mit Gott warst. And this was so powerful, it stirred up what was inside you. Und das war so kraftvoll, dass das alles das aufgewühlt hat, was in dir war. Apparently these two addictions, maybe other things, I don't know her at all, but anyway, she told me these two addictions, food and sex. Diese beiden Abhängigkeiten zum Essen und zum Sex, und vielleicht waren da auch noch andere Dinge. So, I mean, this is what has to be cleared up if she wanted to stay in this self-realized space she came to. Also das muss erst sich
auflösen oder klar werden, bevor man eben dauerhaft in diesem wunderbaren Ort bleiben kann. For example, our kind of hero, spiritual hero, Ramana Maharshi, Unser spiritueller Hero, Ramana Maharshi, he makes it very clear that in order to become a yoni, in order to become, how can I say, grounded in self-awareness, self-realization, der macht sehr deutlich, dass wenn man dauerhaft ein Jani sein will, also in der Selbstrealisation geerdet sein möchte, if you have the priority to really live every day in that space, wenn man eine Priorität hat, wirklich jeden Tag in diesem Space zu leben, then you need to clear up whatever needs clearing up inside. dann muss das, was in einem ist, klar werden, sich aufgelöst werden. And sadly, I've been watching for many, many years kind of spiritually advanced people. Und seit vielen Jahren sehe ich, dass spirituell fortgeschrittene Menschen living this kind of up and down life, dieses Leben leben, wo es rauf und runter geht für sie. got it, lost it. Sie haben es, sie verlieren es. And somehow not really understanding why that can go on for years. Und sie verstehen oft nicht wirklich, warum das einfach immer so weitergehen kann. So what is my solution to that kind of classic spiritual seekers situation? Also meine Lösung zu dieser klassischen Situation für spirituelle Sucher ist Community as a spiritual practice. eine Gemeinschaft als eine spirituelle Praxis. And, 15 or 16 years ago when the Open Sky House community began, Vor 15, 16 Jahren, als die Open Sky House Gemeinschaft anfing, I have to admit, I hadn't got any idea about that. muss ich zugeben, hatte ich überhaupt keine Vorstellung davon. I'd been already for some years, a traveling satsang teacher, going to this town and that town, this country and that country. Ich war schon für einige Jahre so ein reisender Satsang-Lehrer. Ich ging in diese und jene Stadt oder in dieses, jenes Land. And because I only came a few days in most of the towns, I never really met this problem that we're talking about now, this issue we're talking about now. Und weil ich immer nur für ein paar Tage in eine Stadt kam, ist mir dieses Problem, über das wir jetzt gerade sprechen, nie begegnet. But then when the community started, Aber als die Gemeinschaft begann, if somebody would be interested, I can tell a bit of the history later. wenn jemand interessiert ist, kann ich später so ein bisschen was über die Geschichte erzählen der Gemeinschaft. I started to discover many people having satoris. Da habe ich festgestellt, dass ganz viele Satoris hatten. Around me in the community. Um mich rum in der Gemeinschaft. And then I noticed that almost everybody was losing it. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass fast alle es wieder verloren haben. And I didn't really understand why they were losing it. Und ich habe nicht wirklich verstanden, warum sie es verloren haben. But gradually over some years, Aber nach und nach über die Jahre, observing the people living around me, so wo ich die Leute beobachtet hatte, die um mich herum waren, I came to understand this thing that I was just talking about. habe ich das verstanden, das, worüber ich gerade gesprochen habe. And then I started to invite the residents of the community Und dann habe ich die Leute aus der Gemeinschaft eingeladen, to see the community life das Gemeinschaftsleben as a grinding, polishing institute. als ein Institut des Schleifens und Polierens zu betrachten. So for people maybe who came into the community not understanding much about their ego, Also Leute, die vielleicht in die Gemeinschaft gekommen sind und nicht viel über ihr Ego wissen, they would be kind of ground by the other residents. die werden von den anderen Leuten, die hier wohnen, sozusagen geschliffen. And I was very happy that I didn't have to do that part of the job. Und ich war sehr froh, dass ich diesen Teil der Arbeit nicht machen musste.
because probably you all understand that's not very friendly very often. Also ihr versteht wahrscheinlich, dass das häufig nicht so eine freundliche Geschichte ist. Nobody likes their ego to be ground. Niemand mag das, wenn sein Ego weggeschliffen wird. Or you could say no ego likes to be ground. Oder man könnte sagen, kein Ego mag das, weggeschliffen zu werden. So anyway, I was always happy to observe that process going on. Also es hat mir immer sehr viel Freude gemacht, diesen Prozess zu beobachten. And then in some sort of natural flow, I would get involved in the polishing part of the process. Und dann in so einem natürlichen Fluss habe ich dann quasi an diesem Polierpart teilgenommen. And people come to our community and they leave the community. So there's always a kind of activity of grinding going on and polishing going on. Also Leute kommen zu der Gemeinschaft und verlassen die Gemeinschaft. Es gibt ja immer so einen Prozess von Polieren und Schleifen. And now we have a few people like Indira who don't need polishing anymore. Und jetzt haben wir so ein paar Leute wie die Indira, die brauchen kein Polieren mehr. And now she's starting to polish other people. Und jetzt poliert sie andere Leute. Schon, David, was du jetzt beschrieben hast, die Situation, dass Leute in Satori zu ihnen kommt und dass das wieder wegfällt, das passiert ja auch unabhängig von Gemeinschaften. The situation which you describe, that people get a Satori and then it falls away again, this also happens independently of community. Und die meisten Menschen leben ja in Kontakt mit anderen Menschen, also sei es der Partner oder die Gemeinschaft, die kleine Gemeinschaft, die Familie, mit der sie zusammenleben. And most people live with other people, maybe with their partner or with their family. Ist es einfach die Intensität des Kontaktes in einer größeren Gemeinschaft wie bei euch, ist da einfach der Effekt stärker, dass man sich gegenseitig spiegelt? Is the intensity stronger in the mirroring because you are a community with many people, which makes the intensity stronger, the amount of people who are there? Yeah, I mean, I would say definitely that's true. Ja, ich würde sagen, das stimmt auf jeden Fall. But it's not the most important aspect. Aber das ist nicht der wichtigste Aspekt. I think the more important aspect is that within the community, there is an enormous energy you can call love. Also ich würde sagen, der wichtigste Aspekt ist, dass es in der Gemeinschaft eine sehr starke Energie gibt, die man Liebe nennen könnte. When I was with Osho, he used to talk about a Buddha field. Als ich mit Osho war, der nannte das Buddha-Feld. I mean, I don't use such words, of course. Solche Wörter benutze ich nicht. But there is a certain energy that everybody feels when they come into our community. Aber es gibt eine gewisse Energie, die jeder spürt, der hier in die Gemeinschaft hineinkommt. Which I would rather call love. Und die würde ich Liebe nennen. It's also a kind of caringness. A kind of? Caringness. Es ist auch so ein sich kümmern, auf sich gegenseitig achten. Or a kind of compassion. Mitgefühl. So you can just imagine, somebody sitting at breakfast. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, da sitzt jemand beim Frühstück. And maybe, 2 weeks before, they'd been in this amazing Satori space. Und vielleicht war der gerade 2 Wochen vorher in diesem unglaublichen Satori-Space. And now at breakfast, they started to share that actually now everything wasn't so nice. Und beim Frühstück sagen sie dann, alles ist gar nicht mehr so schön. And then, the other guys around the table. Und die anderen, die da am Tisch sitzen, have been already themselves probably through the same kind of thing. Die sind wahrscheinlich schon durch genau den gleichen Prozess durchgegangen. Maybe several times. Vielleicht mehrere Male. Then just automatically compassion kicks in and that person gets a kind of energetic support in that moment.
Da entsteht ja automatisch Mitgefühl und diese Person bekommt in diesem Augenblick energetische Unterstützung. And of course, as you rightly say, this could happen with your wife, or it could happen with your husband, could happen with your best friend also. Und es stimmt natürlich, es kann auch mit deiner Frau geschehen, mit deinem Ehemann, mit deinem besten Freund. But I would suggest that if you look at the history, you can see that nearly all the well-known teachers, they were having some kind of ashram or some kind of monastery around them. Aber wenn man sich mal die Geschichte anguckt, kann man sehen, dass die meisten bekannten Lehrer irgendeine Art von Ashram oder Kloster um sich herum hatten. You know, and so there must have been a reason for that. Und das hat ja einen Grund. For example, with Ramana Maharshi, Zum Beispiel Ramana Maharshi. we all probably know that when he was living alone up on the mountain in the cave, Als er oben alleine im Berg in einer Höhle wohnte, he was about 20 years old, I think, 21 maybe years old. da war er so 20 Jahre alt. Some people started to visit him and then they started to stay with him. Da gab es einfach Leute, die haben ihn besucht und dann blieben die einfach da bei ihm. Then they moved a little bit up the hill. Somebody built a small ashram, Skanda ashram. Dann sind sie etwas höher zum Berg gezogen und haben einen kleinen Ashram gebaut, den Skanda Ashram. And then his mother died Dann starb seine Mutter and they carried her down to the bottom of the mountain because they couldn't bury her on the mountain. und dann haben sie zum Fuße des Berges getragen, weil sie oben auf dem Berg nicht beerdigen konnten. And then Ramana decided that he would stay with her tomb, and gradually, you know, a bamboo ashram was built around him. Und dann hat Ramana beschlossen, dass er bei ihrem Grab bleibt und dann wurde dort ein Ashram gebaut. Nach und nach. And out of that situation, they built a stone ashram. Und aus dieser Situation ist dann später ein Ashram aus Stein entstanden. And gradually, you know, people came and stayed with him for quite a few years. Und nach kamen immer mehr Leute und blieben bei ihm für einige Jahre. You probably know the story of Annamalai Swami. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Annamalai Swami. He came in the early days as a kind of helper. Er kam als Helfer in den frühen Tagen des Ashrams. And then he must have got closer to Ramana, I think. Und dann kam er Ramana näher. Then one day he was asked to look after the building of the ashram. Und eines Tages hat man ihn gebeten, die Gebäude des Ashrams zu betreuen. So together with Ramana himself, he kind of managed the construction. Zusammen mit Ramana hat er die Bauarbeiten geleitet. So he was working a lot and also probably every day working with the construction people. It wasn't such an easy situation. Also er hat sehr viel gearbeitet und es war wahrscheinlich keine einfache Situation, jeden Tag mit den Bauarbeitern zusammenzuarbeiten. I could speculate lots of grinding and polishing happened to Annamalai Swami, being the construction manager. Also ich könnte mir vorstellen, dass da jede Menge Schleifen und Polieren passiert ist in der Zeit, wo er eben die Bauarbeiten dort geleitet hat. And then this famous story. Und dann gibt es ja diese berühmte Geschichte, That one day Ramana and he were in the toilet together. Dass Ramana und er eines Tages in der Toilette gemeinsam waren. And somehow spontaneously Ramana hugged Annamalai Swami. Und Ramana Annamalai Swami umarmt hat. Puff. Und dann puff. And then later that day, Annamalai Swami came and said, you know, he bowed down to Ramana and said goodbye. Und später, an dem Tag, kam dann Annamalai zu Ramana, hat sich vor ihm hingelegt und hat ihm auf Wiedersehen gesagt. And he never returned to the ashram. Und er ist nie wieder zurückgekommen zum Ashram. He lived just near to the ashram. Er lebte ganz nah vom Ashram. And he slowly built a very small ashram of his own, right next to the Ramana ashram. Und baute langsam einen kleinen Ashram, ganz nah neben dem Ramana Ashram. And Ramana, when he went for his
daily walks, he often used to visit Annamalai Swami. Und wenn Ramana seine täglichen Spaziergänge machte, hat er Annamalai Swami oft besucht. So, I mean, I think that story is rather a beautiful illustration of what my argument is today. Ich glaube, diese Geschichte ist eine sehr schöne Illustration von dem, was ich heute erzählen möchte. The value of community. Der Wert einer Gemeinschaft. As a spiritual practice. Als eine spirituelle Praxis. Ja, danke. Ich denke, Wolfgang, du hast bestimmt Fragen, ne? Ja, ich habe einige allgemeine und einige spezifische Fragen. I have some general and some specific questions. Die allgemeinen, da wäre, wie ist das? Gibt es Bedingungen, Teil der Community zu werden? Muss man ein grundsätzlich spirituelles Interesse haben? So are there conditions to become part of the community? Do you have to have a general spiritual interest? You have to have a passionate spiritual interest. Du musst ein leidenschaftliches spirituelles Interesse haben. But that is not decided by the community. Aber das entscheidet nicht die Gemeinschaft. I mean, the reality of our community, particularly now after 16 years, Die Realität unserer Gemeinschaft, vor allem jetzt nach 16 Jahren, is that there is some kind of energy, which I was talking about earlier, which deals with those kind of questions. also es gibt ja so eine Energie, über die ich schon gesprochen habe und die quasi entscheidet diese Fragen. So everybody is welcome. Jeder ist herzlich willkommen. You don't have to be a spiritual expert. You don't have to even have meditated. You just have to have an interest. Du musst kein spiritueller Experte sein oder irgendwie schon mal meditiert haben. Du musst einfach nur irgendein spirituelles Interesse haben. And then the energy here in this community takes over what happens. Und dann übernimmt die Energie in der Gemeinschaft eben das, was geschieht. So, for example, I've just read this Satori experience from Nataraj. Ich habe ja gerade diese Satori-Erfahrung von dem Nataraj vorgelesen. 20 years old. Der ist 20 Jahre alt. Maybe he had done a little bit of meditation, but basically didn't know anything about anything. Er hatte vielleicht etwas meditiert, aber ansonsten wusste er überhaupt nichts. But his grandfather had been an Osho sannyasi. Aber sein Großvater, der war mit Osho gewesen. And must have seen some potential in Nataraj. Und hat irgendwie so ein Potenzial in Nataraj erkannt. And told Nataraj, go and visit that community and see if that could be a place for you. Und dann hat er ihr empfohlen, geh doch mal zu dieser Gemeinschaft und guck mal, ob das vielleicht was für dich ist. And I would say that now after about 6 months, he is very much part of the community and starts to get good benefits of the community. Und ich würde sagen, jetzt nach 6 Monaten ist er ein Teil der Gemeinschaft und hat da großen Nutzen von. And a few days ago, we had a volunteer living in the community for a month. Bis vor ein paar Tagen hatten wir hier einen Helfer, der war einen Monat hier gewesen. And everybody liked him. Alle mochten ihn. He was a good cook, which was helping everybody to like him. Er war ein sehr guter Koch. Das hat natürlich auch geholfen, dass ihn alle sehr mochten. He also had some other talents. Er hatte noch andere Talente. And he would have been exactly the kind of person we could easily welcome into the community. Und er war genau der, wo wir sehr leicht hätten sagen können, herzlich willkommen. Unfortunately, unglücklicherweise, he was one of these kind of very experienced spiritual seekers. War er einer dieser sehr erfahrenen spirituellen Sucher. He told us how he'd been searching for a community like ours for many years. Er hat uns erzählt, dass er so eine Gemeinschaft wie unsere schon seit ganz, ganz vielen Jahren sucht. 40 years old. Er ist 40 Jahre alt. No, actually, I think he was 37, actually. Sorry, 37. 37. Anyway, he liked our community very much.
Unsere Gemeinschaft gefiel ihm unglaublich gut. We liked him, Wir mochten ihn, but aber being a spiritual seeker for many years, he had very strongly the idea, I know. weil er ein spiritueller Sucher ist, schon seit so vielen Jahren, hatte er auch ganz stark die Vorstellung, ich weiß Bescheid. So he had this very strong, rather mindy, kind of judgmental structure. So, er hat so eine ganz starke, sehr mentale Struktur gehabt. He was constantly telling the residents, you could change that. Why don't you do that? Why do you work so much? All kind of judgments about the life of our community. Er hatte alle möglichen Urteile über das Leben in der Gemeinschaft und hat ständig immer allen erzählt, warum macht ihr das so, warum macht ihr das nicht anders? Ihr könnt das doch so machen oder besser so machen. He had a strong authority issue. Er hatte ein sehr starkes Autoritätsthema. He'd had a bad relationship with his own father. Er hatte eine sehr schlechte Beziehung zu seinem Vater. And so he had all kind of judgments about me, of course. Und daraus hatte er dann alle möglichen Urteile über mich natürlich. Suddenly, 3 days ago, he came in the morning and said, I'm leaving. Und vor 3 Tagen kam er dann plötzlich und sagte, ich gehe jetzt. And after lunch, he left. Und dann ist er nach dem Mittagessen gegangen. But nobody in the community asked him to leave. Keiner hatte ihm gesagt, er müsse gehen. In fact, the community would have asked him to stay. Alle hätten wahrscheinlich zugestimmt, wenn er hätte bleiben wollen. And I think he knew that he was welcome. Und er wusste, dass er willkommen ist. But for him, it just didn't work. Aber für ihn hat es hier nicht funktioniert. And I would say that this is the energy inside our community that, if you like, makes the rules or makes the choices, something like that. Ich würde sagen, die Energie in der Gemeinschaft macht die Regeln oder trifft die Entscheidungen. We don't have really any rules. Es gibt eigentlich nicht wirklich Regeln hier. We have some recommendations. Wir haben Empfehlungen. Like, please go to the meditations. Wie zum Beispiel, komm bitte zu den Meditationen. Probably I have some other things, but I don't remember them right now. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge, aber ich erinnere mich jetzt gerade nicht dran. I have a very controversial one, actually. Ich habe eine sehr kontroverse Empfehlung. Be careful about falling in love. Sei vorsichtig dabei, dich zu verlieben. And I don't really want to talk about that today, but I mean, that's a big one. Also darüber möchte ich heute nicht reden, aber das ist auf jeden Fall ein ganz großes Ding. Ist denn der Schwerpunkt der Community, dass es ein friedliches, funktionierendes Miteinander ist, oder eher liegt der Schwerpunkt beim Aufmachen? Beim Aufmachen? Beim Öffnen? Aufmachen. Also die Leute zum Aufwachen zu bringen, zur Erleuchtung. So is the main point of the community having a sort of peaceful, functional living together, or is the main point awakening? We don't have a peaceful living together. Wir haben kein friedliches Zusammenleben. We have a chaotic. Wir haben ein chaotisches. Stressful. Stressiges. Pretty tough sometimes. Ziemlich hart manchmal. Very lovely sometimes. Unglaublich liebevoll manchmal. I mean, we really engage each other. Also wir wirklich involvieren uns intensiv miteinander. Wie sind denn deine Erfahrungen? It's not a kind of proper spiritual community. Wir sind keine, wie soll man das sagen, richtige oder korrekte spirituelle Gemeinschaft. This is another kind of spiritual fantasy. Das ist auch wieder so eine spirituelle Fantasie. That, everything should be peaceful and quiet and lovely and nobody raises their voice and blah, blah, blah. Dass alles sehr friedlich sein sollte und lieb und still und niemals sollte jemand laut werden.
this is a joke, you know, this is a kind of fantasy. Das ist so eine Art Witz, eine Art Fantasie. I mean, I spent 15 years coming and going to Osho's ashram. Ich bin ja 15 Jahre quasi immer in Oshos Ashram gewesen. Also ich bin gekommen und gegangen. And of course, you could have moments of great peace there. Und natürlich hatte man Augenblicke von großartigem Frieden dort. But I think Osho himself did his best to create a kind of chaotic, challenging kind of environment. Aber ich glaube, Osho hat sein Bestes gegeben, um ein ziemlich chaotisches und herausfordernde Umgebung zu kreieren. I never forget that he had a group of American PhD guys. Ich werde nie vergessen, dass es da so eine Gruppe von amerikanischen Doktoranden gab, who were the team cleaning the public toilets. die waren das Team, die die öffentlichen Toiletten sauber machen mussten. So they didn't have many toilets. Also es gab da nicht so viele Toiletten. So, you know, they were used like, you know, every moment of the day they were being used. Also die wurden jede Sekunde des Tages wurden die genutzt. So every so often, I don't remember, but maybe every hour they said stop. Und jede Stunde so ungefähr wurde dann Stopp gesagt. And all these highly educated, probably rather intellectual-minded guys would rush in. Und dann mussten diese ganzen hochintellektuellen, wahrscheinlich sehr mindy Jungs da reinrennen. And clean the toilets for 10 minutes. Und die Toiletten putzen für 10 Minuten. And it was very hot. Es war super heiß. And so they, you know, the whole thing was, I'm sure, very, very intense for them. Also ich kann mir vorstellen, dass die ganze Sache ziemlich intensiv war für sie. So this idea of community life being, you know, very peaceful, sitting quietly under the tree, you know, meditating. I mean, it's a nice little fantasy, but it's not really going to be what you need if you want to become self-realized. Also diese Vorstellung, dass Community-Leben eben sehr friedlich ist, dass man still unter einem Baum sitzt. Also das ist eine wunderschöne Fantasie, aber nicht das, was man braucht, um Selbstrealisation zu erlangen. Wie ist das denn dann mit Streitigkeiten? Dann sind ja Streitigkeiten offensichtlich sehr willkommen. Da würde mich interessieren, werden in der Community, die du leitest, werden die da leichter gelöst? Müssen sie überhaupt gelöst werden? Oder ist es einfach, mit Streitigkeiten zu leben? How is it with argument? I could imagine that in this situation a lot of arguments happen. And how is it in the community? How do they get solved? Is it much easier or is it easier to live with them? Well, I think I'm going to say something pretty shocking right now. Ich glaube, ich werde jetzt etwas Schockierendes sagen. Because if I try to think about it over, you know, 15, 16 years. Also wenn ich mich jetzt an die letzten 15, 16 Jahre mal erinnere. And you're not really going to believe me. Also ich glaube, dass du mir das nicht glauben wirst. I can't remember any argument. Also ich kann mich an keine Streitigkeit erinnern. Because somehow that's not how we relate with each other. Also das ist nicht, wie wir so uns aufeinander beziehen oder miteinander umgehen. I mean, this is a kind of behavior that comes out of two people or maybe two groups of people. Also das ist ein Verhalten, das entsteht ja daher, weil zwei Menschen oder zwei Gruppen von Menschen having different beliefs. Verschiedene Meinungen haben. Let's paint the wall white. Also der eine sagt, lass uns die Wand weiß machen. No, 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 we should paint it green. Nein, wir machen die Wand grün. Then you argue. Und dann streitet man sich. But who is arguing? Aber wer streitet denn da? I would suggest the argument comes out of the kind of minds of these two groups or these two people. Dieser Streit, der entsteht ja im Verstand dieser beiden Leute oder dieser Gruppen von Menschen. And I think in our community there is a kind of collective understanding. Und ich glaube, es gibt in unserer Gemeinschaft so ein kollektives Verstehen. That you don't want to stir up your mind. Dass man den Mind nicht wirklich aktivieren möchte.
which of course argument stirs up. Aber die Streitigkeiten, die aktivieren das natürlich total. Wie ist denn dann das, wenn neue Leute kommen? Die sind ja nicht so weit entwickelt, wie du das gerade andeutest. Die werden doch dann sicherlich so Streitigkeiten nicht so einfach lösen können. Die werden doch Recht haben wollen oder fühlen sich halt nicht wohl, wenn sie kein Recht bekommen, beispielsweise. So how is this with new people in the community who are not so far developed yet? I mean, if they come in this situation, they probably want to be right. They leave. Die gehen dann. I just told you the story about this guy, very nice guy, very qualified, 37 years old. He's been searching for something for many years. Ja, ich habe dir erzählt von diesem Mann eben, ne, der 37 Jahre alt ist, der schon seit sehr, sehr vielen Jahren sucht und dann hier war. Full of judgments, full of arguments. Hatte jede Menge Urteile. And people just weren't interested to engage with him. Und die Leute, die hatten einfach kein großes Interesse, mit ihm auf dieser Ebene was zu tun zu haben. And definitely nobody was interested in his wonderful ideas about how we should change our community. Und niemand war interessiert an seinen ganzen Vorstellungen, wie wir die Gemeinschaft denn ändern sollten. It wasn't that we were closed to his ideas. Das war jetzt nicht, dass wir seinen Ideen gegenüber verschlossen waren. If he would have come and committed to living in the community, wenn er hier hingekommen wäre und sich also quasi also in die Community eingezogen wäre, then of course gradually he could have had a voice like everybody else has a voice. Und natürlich so nach und nach hätte er dann seine Stimme gehabt, so wie der andere hier auch eine Stimme hat. Wie ist das denn in deiner Community? Hältst du da regelmäßig Satsangs ab oder unregelmäßig? Are you doing regularly or unregularly Satsang in your community? Yeah, every week I'm doing a I'm doing a Zoom Satsang. Also jede Woche gebe ich einen Zoom-Satsang. This is quite international. We have people from different countries. Das ist ziemlich international. Da kommen Leute aus unterschiedlichen Ländern. And we offer German, Spanish and Russian translation in that meeting. Und wir bieten da auch deutsche, spanische und russische Übersetzung an. The Zoom platform is pretty wonderful, I have to say. Also diese Zoom-Plattform, die ist wirklich klasse, muss ich sagen. This man with the orange hat. Der Devasetu, der Mann da mit dem orangen Hut. He started me doing kind of internet satsang about 20, well, I don't know, it couldn't have been 20, 15 years ago. Der hat mich dazu gebracht, vor 15 Jahren Internet-Satsang anzufangen. Or maybe it was 10 years ago, I don't really remember. Oder vor 10 Jahren. And then suddenly with this pandemic, I suddenly discovered about Zoom. Und mit dieser Pandemie habe ich dann plötzlich Zoom entdeckt. And like our meeting now, it provides a very intensive, very kind of close, intimate meeting. Und so wie jetzt unser Treffen, also gibt es die Möglichkeit, sich sehr intensiv zu begegnen. And things like translation is possible. Und Übersetzung ist möglich. So I enjoy doing my meetings now through the internet, also more than I did with the other system. Ich genieße das jetzt, meine Treffen im Internet zu machen, mehr als mit diesem anderen System, was ich vorher hatte, mit dem Sat-TV. And then inside the community, I think it's every 2 weeks, I offer a circle, a satsang, physical satsang. Und alle 2 Wochen biete ich hier in der Gemeinschaft einen Satsang-Kreis an, live. Which is mostly the residents, but we always have a few guests from outside. I mean, it's open to the public. Das sind hauptsächlich die Leute, die hier wohnen, aber es ist öffentlich und so kommen auch immer ein paar andere Leute dahin. So I would say that, we have quite a lot of satsang happening in the community. Also in der Gemeinschaft geschieht eigentlich ziemlich viel Satsang.
I also offer weekends. Ich biete auch Wochenenden an. So, yeah, I would say there's a strong presence that reminds people what's important. Also ich würde sagen, der ist eine starke Präsenz, was die Leute eher daran erinnert, immer wieder, was wichtig ist. For example, there was recently a volunteer came to the house. Kürzlich kam ein Helfer ins Haus. She's kind of a nice woman, quite interested. Eine nette Frau, die ziemlich interessiert ist. But she could never stop talking. Aber sie konnte nicht aufhören zu reden. All day long, almost non-stop, she would find somebody to talk to, and she was like a river of talk. Und sie hat fast den ganzen Tag geredet. Immer hat sie irgendwen gesucht, mit dem sie quatschen konnte. And one night I met her. Eines Abends habe ich sie getroffen. And we started a bit kind of dialoguing together. Und da haben wir ein bisschen miteinander gesprochen. And I'd already been told, you know, by the other people in the community that this woman never stops talking. Und die anderen in der Gemeinschaft hatten mir schon erzählt, dass sie fast nie aufhört zu reden. So in a rather kind way, after we'd been talking for some time, I said to her, you know, are you aware how much you talk? Und sehr freundlich habe ich ihr dann nach einiger Zeit gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, wie viel du redest? And then I said, you know, when you talk like that, you're stirring up your mind. Also wenn du so redest die ganze Zeit, dann wirbelst du deinen Verstand die ganze Zeit auf. This thing is a kind of electronic box of tricks. Das da oben, das ist wie so eine elektronische Trickbox. And when you talk all the time, you're keeping all this part very active. Und wenn du die ganze Zeit sprichst, aktivierst du diesen Teil da oben konstant. So I said to her, you know, the simplest practice for you would just to be not talking. Und ich habe ihr dann gesagt, die einfachste Praxis für dich ist einfach nicht zu sprechen. So I challenged her. I said, how about you try for 24 hours not to talk? Und dann habe ich gesagt, wie wäre das denn, wenn du jetzt einfach mal 24 Stunden nicht sprichst? And she decided, yes, I'll try. Dann hat sie gesagt, ja, das probiere ich jetzt mal. And it was amazing because after 24 hours, she had got a great benefit. Und es war unglaublich, weil nach 24 Stunden schon hatte sie einen unglaublichen Nutzen davon. And if I remember right, can't quite remember, but I think I then invited her to join a weekend I was doing a few days later. Und dann habe ich sie, glaube ich, eingeladen zu einem Wochenende, was ich ein paar Tage später gegeben habe. And I think she kept quiet most of that weekend. Und die meiste Zeit des Wochenendes war sie still. And then she was very touched. Und sie war unglaublich berührt. And she said that for the next month, she would come, for the next 3 months, she would come for 1 week, you know, every month as a kind of thank you. Und dann hat sie gesagt, dass sie die nächsten 3 Monate immer eine Woche des Monats kommen möchte als Helferin, als eine Art Dankeschön. Then a few days later, we got an email. Ein paar Tage später bekamen wir eine E-Mail. Bit angry email, I would say. Eine wütende E-Mail, würde ich sagen. Basically saying, your way is not my way. Die mehr oder weniger sagte, dein Weg ist nicht mein Weg. You won't see me again. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Goodbye. Tschüss. What to do, you know? Was soll man machen? You see? I guess she'd gone back to her husband. Ich könnte mir vorstellen, dass sie zurückgegangen ist zu ihrem Ehemann. And probably he didn't really appreciate having a wife who doesn't talk very much. Und er fand das wahrscheinlich nicht so schön, plötzlich eine Frau zu haben, die nicht mehr so viel spricht. Yeah. So it's like spiritual life or husband life. She had to choose. Also da muss man wahrscheinlich wählen, entweder ein spirituelles Leben oder ein Leben mit einem Ehemann. Ich gehe mal davon aus, dass der Zusammenhalt in der Community zwischen den Menschen dort gut ist oder besser als draußen irgendwo. Wie ist das aber mit Beziehungen? Also wenn sich 2 Menschen begegnen, die sich lieben, wie lebt man so eine Beziehung in dem Ashram?
A und B, wie ist das, wenn diese Beziehungen, was ja normal ist, wieder auseinandergehen? So I assume that the connection between the people in the community is quite good. But how is it if two people love each other and they start a relationship? How is this in the community, and how is it if the relationship departs again? So I'm very happy to talk about this subject. If you can arrange a special interview with me, I will talk about it, but not now because it would take an hour or two. Also ich würde sehr gerne über dieses Thema reden, aber am besten wäre es, wenn wir da ein extra Meeting für machen, weil das wird bestimmt eine Stunde dauern, wenn ich da anfange, darüber zu reden. I think this subject is one of the most difficult subjects that the whole of human life, actually. Also ich glaube, dieses Thema ist, das schwierigste Thema der ganzen Menschheit. And my basic answer is, Und meine grundsätzliche, it's impossible to give any teaching about it. Und meine grundsätzliche Antwort ist, dass es unmöglich ist, da irgendeine Lehre wirklich darüber zu sagen. But I'd be more than happy to talk about it for a longer time. Aber ich bin mehr als glücklich, über längere Zeit, also über dieses Thema zu reden. But if you don't mind, I would like to read a quotation about community. Ja, aber ich würde jetzt gerne ein Zitat über Gemeinschaft vorlesen. Because this quotation came to us a few years ago and somehow immediately touched us very much. Dieses Zitat ist vor einigen Jahren zu uns gekommen und hat uns alle direkt sehr tief berührt. Is it okay? Ist es okay? Yeah. So this is from Thich Nhat Hanh. Das ist ein Zitat von Thich Nhat Hanh. Rather famous Buddhist teacher from Plum, I think it's called Plum Village. Ein ziemlich bekannter spiritueller Lehrer, der hat Plum Village, die Gemeinschaft. In Western France. In Frankreich, im Westen. And he made this quotation from him. Dies ist sein Zitat. It's possible that the next Buddha will not take the form of an individual. Es ist möglich, dass der nächste Buddha nicht die Form eines Individuums annehmen wird. The next Buddha may take the form of a community. Der nächste Buddha könnte die Form einer Gemeinschaft annehmen. A community practicing understanding and loving kindness. Eine Gemeinschaft, die gemeinsam das Verstehen und Liebe praktiziert. A community practicing mindful living. Eine Gemeinschaft, die achtsames Zusammenleben praktiziert. And naturally, I'm agreeing very much with that statement. And I would say for our whole community, we are living those kind of criteria that he's talking about. Ja, ich stimme mit diesem Zitat sehr überein und würde sagen, unsere Gemeinschaft, die lebt diese Kriterien. So maybe in the future, Open Sky House will be the Buddha of the 21st century. Vielleicht wird in der Zukunft Open Sky House der Buddha des 21. Jahrhunderts sein. Anyway, it's a nice provocation. Das ist eine nette Provokation. Das führt mich zu einer weiteren Frage. Wenn man also sagt, das klingt ja aus dem Zitat, das du gerade gesprochen hast, hervor, dass in der Community liegt die Gelegenheit, die Möglichkeit, dass das Leben friedlich werden kann oder, sagen wir mal ganz allgemein, besser werden kann. So this brings me to a further question, that you say that in the community life can become more peaceful. Und wäre das nicht eine Utopie, dass man die ganze Welt aufteilt in kleinere Communities, also weg von den großen Einheiten hin zu ganz kleinen Communities? Und die Welt wäre ein besserer Ort. So is it a utopia if you would divide the world into small communities, so into smaller sections? Wow, this is a big question, actually, of course. Das ist natürlich eine große Frage. And as you know, the world is a very complicated place.
Also die Welt ist ja ein sehr komplizierter Ort. And human nature is also pretty complicated. Und die menschliche Natur an sich ist ja schon sehr kompliziert. And I would guess that almost nothing that you could organize would ever make much difference. Und ich glaube, nichts, was man irgendwie so organisieren könnte, würde einen großen Unterschied machen. Maybe you could see that the whole planet Earth is a kind of community. Also man kann ja den ganzen Planeten als Gemeinschaft betrachten. You know, human beings are rushing around on this planet, Die Menschen, die rennen auf diesem Planeten rum, having Olympic Games, machen Olympische Spiele, having wars, Kriege, making the planet so that probably if something doesn't happen soon, we won't even be able to live here. machen auf dem Planeten alles Mögliche, dass wir vielleicht sogar in ein paar Jahren hier gar nicht mehr leben können. We'll leave the planet to the mosquitoes and the cockroaches. Vielleicht überlassen wir den Planeten dann den Mücken und den Kakerlaken. So I wouldn't hazard any guess about, you know, what might be a better way. Also ich habe da keinen Ratschlag, was eine bessere Art und Weise sein könnte. But Aber on this subject we're talking about today, community as a spiritual practice, über das Thema, was wir heute reden, Gemeinschaft als spirituelle Praxis, I would say that if anybody listening to this interview dann würde ich sagen, wenn jemand hier zuhört bei diesem Interview, has a high priority to live in true peace, eine hohe Priorität hat, in wahrem inneren Frieden zu leben, come and visit us. komm und besuch uns. You can come for a couple of days, you can come just for lunch. Man kann für ein paar Tage kommen, man kann einfach zum Mittagessen kommen. In fact, a week ago, we had a volunteer coming, Vor ein paar Wochen, da kam ein Helfer hier an. and he arrived in the morning, Er kam am Morgen and 2 hours later he left. und 2 Stunden später ist er schon wieder gegangen. And as he was leaving, he told somebody, Und als er ging, hat er jemandem erzählt, I'm leaving because this is a very dangerous place. ich gehe, weil das ist ja ein gefährlicher Ort. I don't know what he meant, of course. I didn't meet him even. Also ich weiß nicht, was er damit meinte. Ich bin ihm noch nicht mal begegnet. But basically, this community has developed as a place for really sincere people who have a deep priority to live in peace and love. Also diese Gemeinschaft hat sich dahingehend entwickelt, dass sie für Leute ist, die eine ganz tiefe Sehnsucht und Priorität haben, in Frieden und Liebe zu leben. In innerem And I Frieden. personally have a very strong sense that for people who've already been involved, maybe with a few teachers, done many retreats, read many books, watched many YouTube videos, and still they feel like they haven't come to where they want to come to, try a community. Und mein Gefühl ist also Leute, die David, schon viele Lehrer gesehen haben, die schon auf vielen Retreats waren, die viele Videos gesehen haben, viele Bücher gelesen haben und immer noch auf dem Weg sind, würde ich sagen, probier einmal eine Gemeinschaft aus. Ich habe noch eine letzte Frage, Ja. dann kannst du weitermachen, Yvonne. Ist das okay? Ja? Ja. Weil das schließt sich so direkt an. Würdest du denn sagen, And you after your question, you better let Yvonne have a go, because I must have said something that provoked her, I think. okay, würdest du denn sagen, dass Liebe und Mitgefühl so ein erlebter täglicher Bestandteil des Lebens in deiner Community ist? Would you say that love and compassion is a really living part of the daily life in the community? Absolutely. Total. I mean, for example, when we started years ago, Als wir vor Jahren begonnen haben, there seemed to be 2 possibilities to organize the community. da schien es 2 Möglichkeiten zu geben, die Gemeinschaft zu organisieren. So one would be that the residents would go out to work in the local area, Die eine Möglichkeit, dass die Leute, die hier wohnen, arbeiten gehen, hier in der Gegend irgendwo. and they would get paid.
Und dann würden sie bezahlt. They would bring this money back to the community, and so the community could pay the rent and the costs for living together. Und sie würden das Geld in die Gemeinschaft reinbringen, eben für die Kosten der Miete und des Essens und so weiter. But the way the community started, it started on a horse farm in the south of the Black Forest. Aber als die Gemeinschaft anfing, das war damals im Schwarzwald auf einem Pferdehof. So in the beginning 2 years, we didn't need really to go out to work. In den ersten 2 Jahren brauchten wir nicht wirklich arbeiten zu gehen. The farmer, I can't really remember, but I don't think the farmer charged any rent for the community. We had to only pay for our own food. Also der Bauer, dieser Pferdebauer, der hat gar keine Miete verlangt, also mussten wir nur für unser Essen zahlen. And, to thank him, we would help him with the cleaning out of the stables. He kept about 40 or 50 horses. And so every morning it was necessary to clean the stables of the horses. Und als Ausgleich oder Dankeschön haben wir diese ganzen Pferdeställe dann immer sauber gemacht. Er hatte so 40, 50 Pferde, die immer morgens musste man die Ställe sauber machen. So we had a kind of exchange, you could say. Da gab es so einen Austausch. But later, after we'd been living there for about 2 years, aber so nach 2 Jahren, we moved to where we are now in Hitov. Sind wir hier nach Hitov gezogen, wo wir jetzt sind. A huge and very beautiful old 17th century mansion. Ein großes Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, wunderschön. We decided that we would try to be self-supporting. Und da haben wir beschlossen, dass wir uns eben selbst finanzieren möchten. And so we converted some of the rooms in the house as guest rooms, and we started a guest house. Und so haben wir Zimmer hier im Haus als zu Gästezimmern umgebaut und haben ein Gästehaus begonnen. And over the years, the residents kind of moved up into the roof. Und über die Jahre sind dann die Leute, die hier wohnen, unter das Dach gezogen. And we had more guest rooms. Damit wir mehr Gästezimmer haben konnten. Sort of natural progression happened. Und das war so ein ganz natürlicher Prozess. And then we discovered that we couldn't get many guests to come on the weekend. Und dann haben wir entdeckt, dass am Wochenende nicht so viele Gäste hier hinkommen. So then we had the idea to run a seminar business. Und dann hatten wir die Idee, einen Seminarbetrieb aufzubauen. Because often the seminar was Friday, Saturday and Sunday, Friday night, Saturday and Sunday. Weil die Seminare oft am Wochenende kommen. So now we have a lively seminar business. Und jetzt haben wir ein ziemlich lebendiges Seminarhaus. For example, right now there are 2 seminars happening in the house. Im Augenblick haben wir zum Beispiel 2 Seminare hier. And we opened an art gallery. Und wir haben auch eine Kunstgalerie. So on the 7th of November, we have an art opening. Am 7. November haben wir eine Ausstellungseröffnung. It's the first one since, I don't know, a year and a half, I think, because of the virus. Die erste seit 1,5 Jahren wegen dem Virus. But normally we would have 3 or maybe 4 exhibitions every year. Aber normalerweise haben wir 3 oder 4 Ausstellungseröffnungen jedes Jahr. So on that day, we changed the community from a kind of living together place into a absolutely empty room art gallery. Also bei diesen Eröffnungen wird die Gemeinschaft so verändert, dass die nicht so aussieht wie so ein Ort, wo man zusammenlebt, sondern in eine total leere Kunstgalerie. And then in between we sell some paintings and sculptures. Und zwischendurch verkaufen wir Bilder und Skulpturen. And then we also started a publishing company about 15 years ago. Und dann haben wir für 15 Jahren auch einen Verlag. And I think we've published about 30 books in 4 different languages. Und ich glaube, wir haben mittlerweile 30 Bücher in 4 unterschiedlichen Sprachen herausgegeben. And we've made about 7 spiritual films. Und 7 spirituelle Filme haben wir gemacht. If anybody's interested, you can see these films on YouTube. Wenn irgendwer Interesse hat, man kann diese Filme jetzt auch auf YouTube sehen.
Now we're putting them up for free, but in the first 10 years, we sold the DVDs quite well and it supported the publishing company. Jetzt kann man die eben umsonst auf YouTube ansehen, aber in den ersten Jahren haben wir die DVDs verkauft und das hat den Verlag sehr unterstützt. And for example, talking about compassion, that publishing company has never made any money at all. Und wenn man über Mitgefühl redet, also dieser Verlag, der hat nie irgendwie Profit gemacht. All the labor is given freely by the community. Und diese ganze Arbeit dafür, das ist quasi ehrenamtliche Arbeit von der Gemeinschaft. And I would say that the community is very, how can I say, that the community is very dedicated, maybe the right word, I don't know the right word, but is very dedicated to putting these books out in the world, putting the films out in the world. Und die Gemeinschaft, die ist sehr, sehr in Service, also diese Bücher wirklich und die Filme in die Welt zu bringen. This is an enormous service. Ja, das ist ein unglaublicher Dienst. And because of the love, we put immense work into making the books beautiful. Und wegen der großen Liebe wird auch sehr viel Energie da reingesteckt, diese Bücher wirklich wunderschön zu gestalten. I mean, we do ridiculous things. Also wir machen wirklich verrückte Dinge. You know, when we come to design the cover, you know, maybe for a long time we're printing different ideas and then we're moving the colors around and the size of the title around. We go on and on and on because of the kind of inner passion of the people. Also wenn wir zum Beispiel so ein Cover machen, dann wird endlos immer die Sachen rumgeschoben, bis es wirklich passt aus der inneren Leidenschaft der Leute heraus. You don't do it for money. Man macht sowas nicht für Geld. And I think you know, Devasetu, that I've got this project now called Day by Day with Papaji. Und Devasetu, ich glaube, du weißt, dass ich ja jetzt dieses Projekt habe, Day by Day mit Papaji. And Indira and myself, we've already now dialogued with many, many people who were close to Papaji. Und Indira und ich, wir haben ja ganz viele Interviews geführt mit ganz vielen Leuten, die sehr nah mit Papaji waren. We've talked to Papaji's grandchildren who are now adults. Wir haben mit Papajis Enkel gesprochen, die jetzt schon erwachsen sind. We've talked to close Indian disciples. Wir haben zu engen indischen Schülern gesprochen. I think we've talked to nearly all the Papaji ambassadors who Papaji asked to go out and share. Ich glaube, wir haben Interviews gemacht mit allen Botschaftern von Papaji, die Papaji hinaus in die Welt geschickt hat. So this is an enormous job to produce this book. Das ist ein Riesenjob, so ein Buch zu produzieren. And it involves the whole community. Und die ganze Gemeinschaft hilft damit. Maybe one guy makes prints on the copy machine. Der eine, der druckt irgendwelche Sachen aus. Somebody else cooks lunch. Einer kocht dafür Essen für die Leute, die daran arbeiten. You know, somebody else, you know, blah, blah, blah. I mean, it's an enormous job to do a book, actually. Das ist eine Riesenarbeit, so ein Buch zusammenzukriegen. And I don't know whether you've come across this, but recently on Amazon has appeared a manuscript of about 2,000 pages of probably a record of Ramana Maharshi's meetings in 1936. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber kürzlich ist auf Amazon so ein Manuskript erschienen oder ja, von einem Tagebuch, also Aufzeichnungen von Ramanas Meetings aus 1936. And 2000 Seiten stark. I've started editing some of these texts. Und ich habe einige von diesen Texten editiert. And we had decided today that we would produce a book of selected talks. Und heute haben wir beschlossen, dass wir ein Buch rausgeben wollen mit ausgewählten Talks von Ramana. And this is again an enormous job we're taking on. Und das ist auch ein Riesenjob. And this is, if you like, coming out of our love of Ramana Maharshi. Und das kommt aus der Liebe, die wir für Ramana Maharshi empfinden.
For example, in January next year will be my 21st retreat at Arunachala. Nächstes Jahr im Januar ist mein 21. Retreat am Arunachala. So, you know, we love him. Everybody in the community loves him, and we're ready now to create a team of people who will choose from this text. We will format it, we will edit it, we will proofread it, and then we will produce a book. Also wir werden aus der Gemeinschaft ein Team bilden, die eben dieses Manuskript editieren und dann herausgeben. And if that's something you didn't hear about, I mean, you can have a look on my blog. I've got, I think, 5 edits now up on my blog. Wenn ihr davon noch nichts gehört habt, dann könnt ihr mal auf meinem Blog geben. Da gibt es also 5 editierte Texte. So this is something amazing and like a treasure trove of Ramana. Das ist wie so eine Schatzkiste von Ramana. When I read these texts, I feel myself sitting with him. Wenn ich diese Texte lese, dann habe ich das Gefühl, dass ich bei ihm sitze. Yeah. So, I mean, that is exactly the compassion and love from our community, I would say so. Also ich würde sagen, das ist das Mitgefühl und die Liebe, die aus unserer Gemeinschaft kommt. And I think it's natural. It's just like a natural phenomenon. Ich glaube, das ist ein ganz natürliches Phänomen. We're not trying to be Mother Teresa, you know? Wir möchten nicht Mutter Teresa sein. Ich glaube, Yvonne, du hattest auch Fragen. Ja, die Frage der Finanzierung hat sie ja schon gerade beantwortet. Aber was mich vielleicht noch interessieren würde, John David, ja, ich würde gerne auch was von dir hören. Also ob du auch in einer Gemeinschaft so geschliffen wurdest. What I would like to know if you also are grinded in a community. If you were grinded in a community. Was I grounded? I don't even know who John David is anymore. Grinded in a community. From polishing and grinding, you know? Yeah, I'm so polished and grounded in 15 years with Osho, 5 years with Papaji. Also in den 15 Jahren mit Osho und 5 Jahren mit Papaji bin ich so poliert und geschliffen worden, dass ich nicht mehr weiß, wer John David ist. And now 16 years on Open Sky House. Und jetzt noch 16 Jahre im Open Sky House. That's 40 years. Das sind fast 40 Jahre geschliffen werden und poliert werden. I think I'm so ground, I don't even know who I am anymore. Ich glaube, ich bin so viel geschliffen worden, dass ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Also eine gute. Das ist sehr schön. Dann bist du eine sehr gute Werbung für die Gemeinschaft, in spiritueller Gemeinschaft zu leben. Then you are a good advertisement for a spiritual community. Maybe, I don't know. Vielleicht, ich weiß es nicht. I can be a bit horrible, actually. Also ich kann auch ziemlich schrecklich sein. I'm not one of these very nice teachers, you know. Ich bin nicht einer dieser wirklich netten Lehrer. You know, I don't keep my pockets full of sweeties. Ich habe meine Taschen nicht voller Süßigkeiten. I'm the kind who wants you to become self-realized. Ich bin einer, der möchte, dass du selbst realisiert wirst. So that's never going to be so nice, actually. Also das ist eigentlich nie wirklich nett. But unfortunately, most spiritual seekers are not really looking for self-realization. Aber unglücklicherweise suchen die meisten spirituellen Sucher nicht wirklich nach Selbstrealisation. Basically, if they're really honest, they're looking to feel good. Also wenn die wirklich ehrlich wären, würden sie sehen, dass sie eigentlich sich nur gut fühlen möchten. So your question about John David, did John David get polished and ground? Also deine Frage, ob John David auch poliert und geschliffen wurde? I mean, I could tell you horrible stories. Ich könnte dir schreckliche Geschichten erzählen. I just give you
give you one little taste. Would you like to have one little taste of John David's grinding? Soll ich dir mal ein Beispiel von John David's Grinding erzählen? Gerne. Yes, please. Okay, so when I was with Papaji, Als ich bei Papaji war, there was every year there is Guru Purnima Day, jedes Jahr gibt es ja diesen Tag Guru Purnima, where you celebrate the master, or celebrate the teacher. wo man den Meister ehrt. So somebody decided Papaji would sit in a chair, Also hatte jemand beschlossen, dass Papaji im Stuhl sitzt and on his left side he had an assistant sitting on the ground, und links hatte er einen Assistenten, der saß auf dem Boden and all of the community lined up outside. und die ganze Gemeinschaft, die stellte sich dann in einer Reihe auf. And we all had a garland of flowers. Und jeder hatte so eine Blumengirlande. And slowly this queue of people, quite a big queue, we all gradually came to the point where we spent a moment with Papaji. Und nach hatte jeder eben seinen Augenblick, seinen Moment mit Papaji. So the way it worked was you came in Also man kam rein, and you put your garland over Papaji's neck. man legte die Girlande über Papajis Hals, Then he took it off and gave it to his assistant. dann nahm er sie ab und gab sie seinem Assistenten. And then he looked at you. Und dann schaute er einen an. There would be a very intense moment, 10 seconds or something, a very intense meeting of his and your eyes. Also das war dann eine sehr intensive Begegnung, wo sich die Augen begegnen konnten wirklich. Das war so vielleicht 10 Sekunden. And then he would give you the garland back over your neck. Und dann gab er dir die Girlande über deinem Kopf zurück. Very beautiful, very simple, beautiful, lovely moment with the master. Eine sehr schöne, sehr einfache, wunderbare Begegnung mit dem Meister. So I had a kind of open feeling to my turn was coming. Also ich hatte sehr viel Vorfreude auf meine Begegnung mit ihm. Some expectation. Erwartung. So I came in, Also kam ich rein, gave him my garland, gab ihm meine Girlande and in that very moment, und in diesem Augenblick, when he might have looked in my eyes, wo er meine Augen hätte schauen können, he saw a fly on the ceiling. sah er eine Fliege an der Decke. And it took me 3 days to recover from that. Ich habe 3 Tage gebraucht, um mich davon zu erholen. So that is what I mean by polishing and grinding. Das ist, was ich damit meine, mit Polieren und Schleifen. He could feel my expectation. Er konnte wahrscheinlich meine Erwartungen fühlen. He could feel my wanting to get something. Dass ich etwas bekommen wollte. Maybe he wanted to show me that I didn't need that. Vielleicht wollte er mir zeigen, dass ich das nicht brauchte. Maybe he was telling me, off you go, you're cooked enough or something like that. I mean, whatever it was, I don't really remember the details, but I know that it was a very strong moment for me personally. Was auch immer es war, ich erinnere mich nicht mehr an die Details. Ich weiß nur, dass das ein unglaublich starker Augenblick für mich war. I had many, many such moments. Ich hatte viele solche Augenblicke. And I still do. Und ich habe sie immer noch. Also es hört sich für mich so an, dass eine große Hingabefähigkeit da sein, also schon vorausgesetzt ist eigentlich. So for me it sounds den Weg zu gehen zu können. For me it sounds that there is one big prerequisite is surrender, devotion, to go the path. I think devotion and surrender is a very important part of the whole journey. Ich glaube, dass die Hingabe ein sehr wichtiger Teil der Reise ist. Which is probably why it's very important to have a teacher if you really want to become self-realized. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, einen Lehrer zu haben, wenn man wirklich selbst
Selbstrealisation möchte. Because, you know, Ramana makes it very clear that you need to clean out whatever is inside you. Weil Ramana macht sehr deutlich, dass man das, was in einem ist, wirklich auskehren muss. And so inevitably there will be some painful moments. Und natürlich wird es da schmerzhafte Augenblicke geben. For example, in our community, we have a very nice lady who's been here now, I don't know exactly, 10 years maybe. In unserer Gemeinschaft haben wir jemanden, der ist so seit 10 Jahren hier, eine nette Frau. And we've got lots of film of her having satori. Und wir She's haben had viele, many satoris. viele Filme von ihr oder Filmaufnahmen, wo sie Satoris hatte. She becomes a kind of crazy, laughing Buddha for a few days. So einige Tage wird sie so dann zu einem verrückt lachenden Buddha. But unfortunately, when she was a child, Als sie ein Kind war, her father and mother didn't have a good relationship. hatten die Eltern keine gute Beziehung. I guess there was a lot of stress. Ich schätze mal, dass es sehr viel Stress gab. And so as a little girl, there was very often a situation where she couldn't breathe. Und als kleines Kind hatte sie deshalb oft, war die Situation da, dass sie nicht wirklich atmen konnte. And several times she was taken to the hospital in that condition. Und so musste sie mehrmals ins Krankenhaus gebracht werden wegen dieser Situation. And so out of these very joyful Satori moments that she had, Und aus diesen sehr freudigen Satoris, die sie hatte, she has sometimes to deal with that kind of deep structure inside her. muss sie dann auch mit dieser tiefen Struktur in ihr manchmal umgehen. Schon So I David, wanted Entschuldigung. to say that we may be coming to the end of this interview. And if you can let me have 10 minutes, I wanted to show some photographs of our 3 communities, because we're not one place, we're actually 3 places. And also we're in the process of starting a new international community in Spain, which might interest some of the people watching this interview. And we have a 3-minute or 4-minute film to show people that community. Also ich würde jetzt gerne, wo wir ja schon vielleicht so ein bisschen gegen Ende sind, Bilder zeigen von den 3 Gemeinschaften, weil wir sind ja nicht ein Ort, wir sind ja 3 verschiedene Orte. Und es wird eben einen neuen Ort geben in Spanien bald, ein neues Projekt. Und da haben wir so einen kleinen Film zu, der dauert ein paar Minuten. Und das interessiert vielleicht Leute, die jetzt durch dieses Interview Interesse geweckt worden ist. Is that interesting? Are you interested in that? Ja, Seid ihr interessiert daran? A picture of our community in Germany near Cologne. Der Ohm, der kann ja das Foto jetzt einspielen von der Gemeinschaft hier in der Nähe von Köln. It's the main community. Das ist die Hauptgemeinschaft. It's a very big 17th century mansion. Es ist ein Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, ein sehr großes Herrenhaus. We have about 20 guest rooms for business people and tourists to stay in. Wir haben 20 Gästezimmer, die werden von Geschäftsleuten oder von Businessleuten gebucht. And we have 2 seminar rooms where we can have 2 seminars running at the same time. Wir haben 2 große, schöne Seminarräume, sodass 2 Seminare parallel laufen können. And this is the main income of the community that supports the community. Und das ist das Haupteinkommen der Gemeinschaft. And it's one of these old villas which has got a cobblestone courtyard in the middle. The building is around the courtyard. Das ist einer dieser Gebäude, die so einen Vierkanthof haben. So over the years we've created a zoo in our
And we have one zookeeper. One of the residents is the zookeeper. Und einer von den Bewohnern hier, die sind quasi der Zoowärter. And we have peacocks walking around and Wir haben- pheasants, very colorful pheasants walking around. Wir haben hier Pfauen und Fasanen, die frei rumlaufen. We have a duck pond Wir haben einen Ententeich. and we have some rabbits and guinea pigs. Wir haben Kaninchen und Meerschweinchen. We had to give our elephant away because he was a bit too big. Den Elefanten mussten wir wieder weggeben, der war etwas zu groß. And the giraffe, well, he was just too tall. Und die Giraffe war einfach zu groß. But anyway, a lot of the guests who come with children, they really like the zoo. Aber viele Gäste, die mit Kindern kommen, die mögen wirklich den Zoo. So it's a kind of very beautiful place because we also have our living areas are actually the art gallery. Das ist ein wunderschöner Ort, weil im Grunde leben wir mitten in einer Kunstgalerie. So every 3 or 4 months, the wallpaper gets changed and we get a new exhibition. Alle 3-4 Monate sozusagen ändert sich die Tapete und wir bekommen eine neue Ausstellung. So this is the house. It's 17th century, and it's on the bank of the river Rhine. Hier ist das Haus und das ist direkt am Ufer des Rheins. So our guest house is called Rhine River Guest House. Und das Gästehaus heißt Rhein-River Gästehaus. Yeah. And this aluminium or stainless steel column, this is making a statement about our art gallery. Und diese Stahlskulptur, die ihr seht, das ist quasi die Einladung zur Kunstgalerie. And we tell people, you know, drive along the street until you see this stainless steel column. Dann kann man die Leute sagen, fahrt so lange die Straße entlang, bis ihr eben an diese Skulptur kommt. So we don't have any signs telling people it's a guest house. Also wir haben keine großartigen Schilder, die den Leuten sagen, dass es ein Gästehaus ist. Yeah, the friendly local planning people, we could never agree what kind of sign we could have. Wir konnten uns nie mit den Leuten vom Bauamt einigen, was für ein Schild es sein könnte. Anyway, the community has basically been living in this house for 16 years. Seit 16 Jahren lebt die Gemeinschaft in diesem Haus. And at the moment, this is the core of the community. Und im Augenblick ist sie das Zentrum der Gemeinschaft. But actually, we have another beautiful community in Ukraine, outside Kiev. Aber es gibt eine weitere kleine Gemeinschaft in der Ukraine, in der Nähe von Kiew. So now this picture of Ukraine in the winter, Dies ist ein Bild von der Ukraine im Winter. this building, we call it the Black Cube Hotel. Dieses Gebäude heißt Black Cube Hotel. So this is an old Soviet office building. Das ist ein altes Bürogebäude aus der Sowjetunion. We converted it into a very nice small hotel. Und das haben wir umgebaut in ein sehr schönes kleines Hotel. And behind this hotel, we have a retreat center. Und hinter diesem Hotel gibt es ein Retreatzentrum. And again, we have a small seminar room and one very big seminar room. Und wir haben einen kleinen Seminarraum und einen sehr großen Seminarraum. And we can accommodate about 50 people in a seminar. Und da können Seminare mit bis zu 50 Leuten stattfinden. And it's right on the river. We seem to like rivers and water. So it's in a beautiful, on the side of a beautiful kind of lake or inlet from the biggest river that runs through Ukraine. Und es ist auch direkt am Fluss, von dem größten Fluss, den es in der Ukraine gibt. And down near the bank of this river, John David has a little cottage. Und ganz nah am Ufer des Flusses hat John David so ein kleines Cottage. And whenever I've had enough grinding and polishing, I like to go there and be quiet. Und immer wenn ich genug Grinding und Polishing gehabt habe, also genug Schleifen und Polieren gehabt habe, dann gehe ich dahin und bin einfach still. But anyway, we're running a small community there since about 5 years. Seit 5 Jahren gibt es eine kleine Gemeinschaft dort. And people from the German community, well, it's not really German, our international community in Germany.
they are going also to stay in this community. So there's a kind of mixture between the two communities. Und es gibt so einen Wechsel zwischen den Gemeinschaften und so gehen auch Leute aus der internationalen Gemeinschaft in Hittorf mal nach Tripilja. So airfares in Europe now are pretty cheap. Die Flugkosten in Europa sind hier ziemlich preiswert. So we fly around a lot. Also fliegen wir ziemlich viel rum. And then we have a beautiful house in Spain. Und dann haben wir noch ein sehr schönes Haus in Spanien. Which we've been renting for 5 years now. Und das haben wir seit 5 Jahren gemietet. And only using it a little. Und das haben wir bislang nur wenig genutzt. But gradually developing the place, developing the house. Aber nach und nach haben wir das Haus umgebaut und entwickelt. This is a very particular Spanish house on 3 levels. Das ist ein besonderes spanisches Haus auf 3 Etagen. And we have a huge garden full of palm trees. Und es gibt einen riesigen Garten voller Palmen. And we have a big fish pond. Und wir haben einen großen Teich mit Fischen. And we have a huge swimming pool. Und ein großes Swimmingpool. So this is actually a very beautiful place because it's only 3 minutes from the Mediterranean. Das ist ein wunderschöner Ort, weil er ist nur 3 Minuten vom Mittelmeer entfernt. It has a very lovely energy. Es hat eine sehr schöne Energie. Somehow when people come there, even the ordinary tourists who stay there, because we also run a guest house there. Wir haben dort auch ein Gästehaus, was wir dort betreiben. Das heißt, auch ganz normale Touristen kommen dorthin. Many of the guests who are not really particularly spiritual, they can feel some kind of energy there. Also auch Leute, die nicht besonders spirituell sind, die können doch die Energie dort spüren. And so actually right now, in the next 2 or 3 weeks, we're in the process of buying this property. Und in den nächsten 2, 3 Wochen werden wir dieses Gebäude kaufen. And we're in the process of developing it so that more people can live there. Und wir sind gerade dabei, das weiterzuentwickeln, damit mehr Menschen dort leben können. And we're hoping the attraction of our community and the attraction of the sun together. Und wir hoffen, dass eben die Gemeinschaft und die Sonne, we can attract people to come and create a new international community. dass da noch mehr Leute hinkommen und wir eine neue internationale Gemeinschaft dort gründen können. If you're okay, we have a little film. Wir haben jetzt einen kleinen Film. Is it okay to show that? Ist das okay, wenn wir den jetzt zeigen? So you can see the beautiful garden. Hier sieht man den wunderschönen Garten. Welcome to the Open Sky House. We need your support to make our vision a reality. We are a spiritual and creative community with 20 years of experience. Around the spiritual teacher John David, a strong and loving energy field has developed, which ripples out into the world. this place was incredibly filled with love. It completely changed everything in my life. Completely changed. Like, I would say it's a completely different quality. The community inspires and supports hundreds of people on their inner journey of self-discovery. It was just love, pure love, and like smooth and flow. And if you're ready to listen to it or feel it, then you will definitely feel it. And we are opening a new international center in Spain. Let's have a look. We are in Denia, 5 minutes from the Mediterranean Sea between Valencia and Alicante. We have already rented this beautiful house for some years. Now we want to buy the property. It feels like the right moment to create a new spiritual oasis. What we're facing now
is that we're actually destroying the very nature in which we are really part. We have managed to believe ourselves to be separate. The only thing that's going to save us is self-awareness. Because what we need to do is to create a healthy society, to support healthy families, to support healthy children. The Open Sky Center will be inviting anybody and everybody who would like to live together in a creative community which has the focus of leading a spiritual life from day to day. We are now 20 people living in Germany. We practice yoga, meditation, music, dancing and theater, and this brings a quiet and loving awareness into our daily lives. What we've created spontaneously over 17 years is now a possibility for humanity. We can offer this experiment as a new possibility for human beings to live together in a new conscious way. Open Sky House is a non-profit organization. We published over 30 spiritual books and films in 4 different languages. Our center in Spain is already open. You can come anytime as a volunteer, guest or participate in a retreat. Your support will help us make much needed improvements. We would like to make new rooms so more people can come, create outdoor spaces for yoga and meditation, get renewable energy technology. We would like to make yurts and cottages in the garden. And an essential part of our center will be a creative school for children. The fundamental nature of human beings is to live in peace and love with their fellow human beings. Our center will be open for everyone. We're waiting for you. Join us and together we create a new way of living. Join us! So I'm sorry if that's a little bit of a sort of promotional film, but in a way I would say we're now a kind of mature community and we kind of see the benefits of what's been created over many years from many people. We had many people coming, many people going, and almost everybody who came to the community has, if you like, brought a kind of present before they left. So, tut mir leid, wenn das so ein bisschen so ein Werbefilm jetzt war, aber jetzt nach den vielen Jahren der Gemeinschaft sehen wir wirklich, was für einen Nutzen die Gemeinschaft bringen kann. Und dazu haben auch alle beigetragen, die jemals in dieser Gemeinschaft waren. Jeder, der hier kommt, bringt quasi etwas ein. Yvonne, you were asking about my own personal polishing. Yvonne, du hast ja gefragt über mein eigenes persönliches Polieren. Ja. Do you remember the 2 little girls kissing each other? Kannst du dich erinnern an diese beiden kleinen Mädchen, die sich da geküsst haben in dem Film? Ja. They're my daughters. Das sind meine Töchter. 5 years old. Die sind 5 Jahre alt. So they're my kind of ultimate teachers. Das sind meine letztendlichen Lehrer. So it looks like I'm going to be polished to the end of my life. Und es sieht so aus, als ob ich bis zum Ende meines Lebens poliert werde. And probably that's everybody's destiny. Und ich glaube, das ist das Schicksal von jedem. So I want to, if I could, I'd like to make an invitation now. Ich würde jetzt gerne eine Einladung machen, wenn es möglich ist. Because on the 19th of November, am 19. November, we have a weekend of meditation in our community in Germany.
Und da gibt es hier in Hittorf in Deutschland ein Meditationswochenende. So there'll be Satsang with me. Es gibt Satsang mit mir. There'll be a program of different meditations. Und ein Programm mit unterschiedlichen Meditationen. And there'll be a kind of instantaneous community for the weekend. Und es wird so wie eine Gemeinschaftserlebnis am Wochenende geben. So I had the idea this morning as a kind of tribute to this interview. Und da hatte ich heute Morgen die Idee, quasi jetzt so als Contribute für dieses Interview, that on the Monday after that weekend, dass an dem Montag nach dem Wochenende we would offer a free week for anybody who likes to come and taste the community. Dass wir eine freie, kostenlose Woche anbieten für jeden, der so eine Vorstellung, so einen Geschmack von dieser Gemeinschaft haben möchte. So you can come on Monday, the 22nd of November, and stay until the 28th of November, I think. Also Sunday, the man kann 28th. Montag, den 22. November kommen und dann bis zum nächsten Sonntag, dem 28. bleiben. And you would get accommodation and food for free. Unterkunft, Verpflegung ist frei, kostenlos. And you could take part in the regular life of the community. Und man kann an dem Alltag der Gemeinschaft teilnehmen. And for those 6 days, we would have a special evening program. Und in diesen 6 Tagen wird es dann jeden Abend ein Programm geben. There would be an evening of Satsang. Es wird Satsang geben. Another evening of Darshan. Ein Darshan. Where we have live music. Wo wir auch Live-Musik haben. We would probably have another evening of mantra singing. Dann wird es einen Abend Mantra singen geben. And probably a silent sitting. Einen Abend wird es stilles Sitzen geben. And maybe watching 1 or 2 films. Und wir werden einen Abend vielleicht 1, 2 Filme schauen. So what I'm offering is a kind of taste of community. Also was ich anbiete, ist so einen Einblick, so einen Geschmack von der Gemeinschaft zu bekommen. So you can actually come and have this taste anytime. Man kann natürlich jederzeit kommen und diesen Einblick und diesen Geschmack erleben. In that week we will do a special evening program. Aber in dieser Woche werden wir so ein besonderes Abendprogramm gestalten. So I'd like to thank Devasetu for this talking. Ich möchte den Devasetu herzlich danken für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ja, danke dir auch, John David. Vielen Dank. It seems John David likes talking. I didn't realize how much I like talking. Mir ist noch nicht aufgefallen, wie sehr mir das gefällt, zu sprechen. Yeah. And I'd like to thank Wolfgang and Yvonne for their tough questioning. Und ich möchte auch Wolfgang und Yvonne danken für ihre harten Fragen. And Devasetu, thank you for being such a lovely host. Und vielen Dank, Devasetu, dass du so ein netter Gastgeber bist. Bitte, gern. Okay. Dankeschön. Danke. Okay, thank you.